Der letzte Achterbahntyp, der mir einfallen würde für Grönerlund, ist ein B&M Inverted Coaster. Und Grönerlund so, alles klar, hold my beer, wir bauen B&M Inverted Coaster und der wird auch noch verdammt gut. Und was es damit auf sich hat, welche Bahn das ist und wie ich sie wirklich finde, das alles jetzt in diesem Einzelreview. Mahlzeit, willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und heute reden wir über Monster in Grönerlund. Und Grönerlund ist ein absurder Freizeitpark, der wirklich nicht viel Platz hat, sehr coole, kuriose Achterbahnen ineinander verwoben hat und wirklich sehr revolutionär oder sehr speziell unterwegs ist, damit man so viele, so gute Attraktionen auf diesen kleinen Platz bekommt. Und was in meiner Welt da so mit am wenigsten hinpasst, wäre ein B&M Inverted Coaster. Und die haben das Ding da einfach mal reingeknallt oder draufgeknallt oder durchgeknallt. Und sind durchgeknallt. Man weiß es nicht ganz genau, aber seit 2021 gibt es in Grönerlund Monster. Und über Monster sprechen wir jetzt in diesem Video. Grönerlund ist ein richtig krasser Oldschool-Freizeitpark, Tivoli, mitten im Herzen von Stockholm in Schweden. 1883 hat der Park schon eröffnet, hat dementsprechend eine bewegte Geschichte. Müssen wir gar nicht so tief drauf eingehen, machen wir teilweise in einem anderen Video, wo wir über alle Achterbahnen von Grönerlund sprechen werden, beziehungsweise seht ihr einiges davon natürlich auch in unserem Vlog, wo wir vor Ort waren. Aber heute speziell möchte ich mit euch über Monster sprechen, weil diese Achterbahn ist für uns neu gewesen bei unserem Besuch vor kurzem und die hat mich wirklich umgehauen. Also im Vorfeld, wir bauen da so einen Inverted Coaster, war schon so als ob. Dann steht das Ding da, krass, das passt mega gut und jetzt sind wir es gefahren und die Bahn, kann ich schon vorne wegnehmen, hat mich voll überzeugt und abgeholt und ich bin kein Fan von B&M Inverted Coaster, beziehungsweise allgemein Inverted Coaster ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, weil oft macht so eine Bahn nur in der ersten Reihe Sinn, weil du dann mehr siehst und die Fahreigenschaften und so weiter und so fort. Kleiner Disclaimer, wir sind Monster auch nur in der ersten Reihe gefahren, aber Wayne, weil das da ist absurd. Aber um euch ein bisschen abzuholen, die Bahn selbst. Was haben wir hier? B&M, Bollinger und Mobiliard ist der Hersteller. Die kommen aus der Schweiz. Aber zum Beispiel die Schienen jetzt von Monster wurden in Ohio in den USA von der Clement Steel Fabrications Incorporation gefertigt. Und so wie ich das auf dem Schirm habe, wenn das so richtig ist, hat B&M einmal in Ohio dieses Werk, die Schienen fertigen und einmal gibt es ein Werk auch in China, was Schienen fertigt, weil die halt auch ein echt krasses Standing in China auf dem Markt haben. Und es gibt wirklich viele Achterbahnhersteller, die eigentlich nur im Büro sind und irgendwo anders die Sachen gebaut werden. Also Hersteller B&M haben wir geklärt. Monster ist ein sogenannter Inverted Coaster, also eine Hängeachterbahn. Der Zug hängt unter der Schiene, die Beine baumeln frei in der Luft und das in dem Fall mit 4 Personen nebeneinander, 7 Reihen hintereinander. Das ist dann ein Zug und Monster hat sogar 2 Züge. So sieht übrigens so ein Inverted Coaster aus. Also das ist jetzt ein einzelner Wagen. Wenn ihr Bock auf solche Holz-Cutouts habt oder ähnliches, gibt es übrigens bei ride-review.freizeitpark.de alles zu kaufen. Dann könnt ihr das euch zusammen bauen. Ihr könnt das sogar noch anmalen, könnt euch das da hinstellen. Ich finde die Dinger total geil. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Denn wir reden heute über Monster und ein paar Zahlen vielleicht noch dazu. Die Bahn ist 34 Meter hoch, 700 Meter lang und erreicht 90 km/h Spitzengeschwindigkeit und durchfährt 3 Inversionen und hat eine Maximalbelastung von 4,5 G. Aber bevor wir über die Fahrt an sich sprechen, müssen wir darüber sprechen, wie das Ding da hingekommen ist. Und vor allem, weil da die Platzbedingungen und die Voraussetzungen in Grönerlund wirklich sehr speziell und besonders sind. Natürlich hat man sich dafür RCS rangeholt, die Bahn aufgebaut haben. Ride Construction Service, die kommen aus Deutschland und sind die Koryphäen quasi, was den Aufbau von Achterbahnen betrifft. Und so sind wir jetzt beim Bau von Monster. Und man möchte oder kann jetzt nicht die Bahn aufbauen, wenn normaler Parkbetrieb ist. Die Saison in skandinavischen Ländern ist jetzt nicht die längste, also muss man die Zeit auch nutzen und den Park betreiben. Und wenn eine Achterbahn irgendwie durch den ganzen Park geht, wird's schwierig. Und durch den ganzen Park klingt jetzt natürlich vielleicht auch erstmal wieder übertrieben, aber man hat wirklich 1/3 des Parks dafür komplett auf links gedreht, um Monster in Grönerlund zu installieren. Also hat man das so gemacht, dass man in der Off-Season gebaut hat, die Baustelle dann kurz vor Saisonbeginn zugemacht hat, alles fertig gemacht hat, so dass der Parkbetrieb normal laufen kann und dann halt die Baustelle pausiert und die Saison lief und danach hat man die Baustelle wieder aufgemacht und hat weitergemacht. So kam es auch, dass es temporäre Attraktionen gab, wie zum Beispiel Snake von Funtime. Die haben so einen Booster, wie ihr das vielleicht vom Coast Panel kennt, dort hingestellt. Das
braucht man jetzt in Grönerlund nicht mehr. Und jetzt findet man diese Attraktion im Skara Sommerland. Habt ihr auch in einem unserer Vlogs wahrscheinlich schon gesehen. Erste Planungen für Monster und den B&M Inverted Coaster gab es schon 2017. Und eigentlich hatte man die Idee, einen nahegelegenen Parkplatz dafür zu nutzen und auf diesem Parkplatz die Achterbahn zu bauen. Der stand aber am Ende doch nicht zur Verfügung. Und ja, okay, man hat also nicht vorgehabt, das Ding in den Park zu bauen, wollte aber doch so ein Ding haben. Und dann hat man es doch in den Park gebaut. So ging es also im November 2018 mit dem Bau los. Und wie gesagt, hat man dann ein Drittel des Parks auf links gedreht, temporäre Attraktionen installiert und alles vorbereitet. So, dass Ende 2019 dann die Station und erste Schienenteile fertig waren, das Ganze aber unterirdisch. Am 12. Oktober 2020 erreichte dann der Lifthill seinen höchsten Punkt. Also die Bahn wächst langsam aus diesem Loch heraus und wächst langsam nach oben. Und von da aus hat man ein bisschen weiter gebaut und Anfang November gab es dann die erste Inversion, die installiert wurde, und zwar eine Zero-G-Roll. Und wie ihr merkt, da geht dann das Jahr zu Ende und am darauffolgenden Jahr 2021, am 9. Februar, war Schienenschluss. Also nochmal ganz kurz schnell zusammengefasst. 2017 erste Planungen, 2018 die ersten Vorbereitungen, 2019 hat der Bau angefangen und 2021 war dann Schienenschluss. Geplant war auch dann für April 2021 Monster zu eröffnen. Da ist so eine kleine Pandemie dazwischen gekommen und die Eröffnung wurde verschoben und man hat dann final am 2. Juni 2021 Monster eröffnet. Und wie man sich so denken kann, wenn das so lange dauert, so aufwendig ist, so kompliziert ist, dann wird das Ganze nicht unbedingt billig gewesen sein. 450 Millionen schwedische Kronen hat das ganze Projekt gekostet, was aber trotz allem immer noch umgerechnet um die 44 Millionen Euro sind. Digga, was ist das? Das ist sehr viel Geld für eine Achterbahn und krass. Ich bin schwer beeindruckt und maximal Respekt dafür, was man da gemacht hat und dass man es geschafft hat, so eine Achterbahn in so einem Park zu installieren und sich da auch durchgesetzt hat und das gemacht hat. Krass, wirklich heftig und Respekt. Außerdem hat man sich auch noch eine kleine Story überlegt zum Monster. Die Bahn heißt jetzt nicht nur einfach Monster, sondern es gibt eine Geschichte dahinter. Bei Bauarbeiten im Park stieß man nämlich auf eine verlassene unterirdische U-Bahn-Station, die verschlossen war. Und diese war wirklich seit Jahrzehnten schon versiegelt. Niemand wusste so ganz genau, warum sie verschlossen war, ob sie irgendwann mal in Betrieb war und dann geschlossen wurde oder nie in Betrieb gegangen ist. Das ist ungeklärt. Aber man hat dann diese U-Bahn-Station geöffnet und daraufhin durchzog ein unheimliches und mysteriöses Gefühl alles und jeden. Und so ist jetzt auch der Eingang in eine U-Bahn-Station der Eingang zum Monster. Sehr schick und prunkvoller Eingang, by the way, der aber dann auch kurz danach nicht mehr so prunkvoll ist und wir eher in so eine Gotham City ähnliche Situation geraten, bisschen Hinterhofromantik und Gossen-Charme und das Ganze switcht dann aber auch wieder und wir kommen in eine sehr geschmackvoll gestaltete Station. In der Station kann man sich dann die verschiedensten Reihen einteilen, die Station gefällt mir auch sehr gut, aber wir sind ja dann in dieser ehemals verschlossenen und versiegelten U-Bahn-Station und in der befindet sich das Monster, namensgebend für diese Achterbahn. Und das Monster lauert schon seit Jahrzehnten unter Stockholm und schlängelt sich durch verschiedenste Tunnel und jetzt durchbricht es Wände und fliegt durch Häuserschluchten. Und wir nehmen Platz in Monster und fliegen mit durch diese Häuserschluchten, was, so wie die Bahn gebaut ist, so wie die Parkgegebenheiten sind, wirklich sehr immersiv ist, denn es geht halt wirklich durch Häuserschluchten über Dächer hinweg, aus der U-Bahn-Station raus und später auch wieder in diese U-Bahn-Station rein. Ob dieses Monster von Menschen geschaffen wurde oder bereits uralt ist auch nicht geklärt, aber sehr süße Story, die wirklich immersiv auch umgesetzt wird, relativ gut erzählt wird im Ride und schlüssig ist, mehr oder weniger zusammengezweckt irgendwie. Passt das da schon. Und viele Achterbahnen brauchen jetzt keine große, tolle Story, sondern leben halt vom Erlebnis und das ist hier bei Monster in Grönerlund meiner Meinung nach gut umgesetzt und die Story passt zur Bahn, die Story ist einfach und ist dadurch auch einfach zu verstehen, ohne dass du viel Storytelling hast und viel Thematisierung brauchst, sondern du hast halt die Warteschlange und die Station, die die Thematisierung bilden und der Rest der Bahn muss nicht gestaltet sein, weil die Story und die Gegebenheiten Thematisierung sind. Top, finde ich gut. Habt ihr gut gemacht in Grönerlund. Sehr gute Sache.
Aber wie ist die Fahrt? Denn die Verantwortlichen von Grönerlund sind durch die Welt gereist, haben sich verschiedenste B&M Inverted Coaster angeguckt, sind verschiedenste B&M Inverted Coaster gefahren und wollten das Beste aus allen für ihre Bahn haben. Das mit den Bedingungen, die vor Ort herrschen. Größter Kritikpunkt und fast einziger Kritikpunkt ist, es gibt diese ganz normalen ollen Schulterbügel, wie sie die B&M Inverted Coaster fast alle haben. Wie Banshee in Kings Island würde ich mir das wünschen. Da gibt es nämlich diese Softweste mit dieser Art Over-the-Shoulder Lap Bar. Gefällt mir persönlich besser als diese wirklich altbackenen, steifen Schulterbügel, die ihr von Black Mamba zum Beispiel kennt. Aber wir fahren jetzt erstmal aus dieser wirklich sehr schön gestalteten Station raus, in so einer kleinen Kurve mit einem kleinen Tunnel quasi noch, weil wir ja auch unter der Erde sind, der mit Molton abgehangen ist, also ein paar schwarze Lappen. Und wir verlassen die U-Bahn-Station mit dem Kettenlift, der uns nach oben bringt. Die U-Bahn-Station ist aber dann auch nochmal mit so einem U-Bahn-like Fliesenspiegel angedeutet und Stationsnamen gibt es auch, also ein Stationsschild, da steht halt Grönerlund drauf und der Monster fährt aus dem Boden raus, aus diesem Tunnel raus und fährt diesen Lifthill nach oben. Und am Ende angekommen geht es direkt nach unten. Es gibt nicht diesen klassischen B&M Pre-Drop, sondern wir stürzen direkt nach unten und das in einer fast 180 Grad Drehung wieder zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Aber nicht ohne die Verhältnisse in Grönerlund zu nutzen und wir schauen einfach nach unten aufs Wasser, also vor allem, wenn man in der Front Row sitzt. Und dann dreht der Zug aber sehr eng, sehr zackig ein, also man spiralisiert quasi krass nach unten, das gefällt mir sehr gut und es geht echt komplett bodennah und anschließend steigt Monster nach oben quasi über das erste Dach und das in der ersten von 3 Inversionen in einer sogenannten Zero-G-Roll und man rollt quasi mit dem Rücken über das Dach eines Gebäudes in einer sehr coolen Inversion. Zero-G-Roll ist halt eine schwerelose Rolle und das ist ein ziemlich cooles Element, wenn man ein Überkopfelement bei einer Achterbahn haben möchte. Das führt uns vorbei an der Achterbahn Insane und wir stürzen in eine Schlucht, in eine Gasse zwischen 2 Gebäude quasi, nicht so tief runter, weil das vielleicht nicht so ganz gut passen würde. Aber trotzdem optisch sehr immersiv. Und dann kommen wir in den Junior Immelmann. Das ist ein Fahrelement, das gab es erstmals bei Black Mamba. Deswegen eben auch vielleicht mit dem Bügel der Vergleich zu Black Mamba. Ebenfalls ein B&M Inverted Coaster, der im Phantasialand steht. Und dort wurde halt der Junior Immelmann das erste Mal verbaut. Hier gibt es dann auch einen und wir fahren erstmal wieder Richtung Dach. Um natürlich gleich darauf in die nächste Inversion zu fahren, in einen klassischen Corkscrew. Und dieser fährt quasi wieder zurück Richtung Lift, wo wir ja jetzt gerade hergekommen sind. In der Rechtskurve geht es dann einmal um den Lift drumherum, unterm Lift drunter her quasi. Und wir nehmen noch mal ein bisschen Schwung auf und fahren hoch in so einen Stahlbaum, nenne ich es mal. Das ist so ein bisschen, sieht aus wie ein Baum, diese Stütze, aber darum schlingelt sich oben nämlich auch noch die Schiene, so dass du da quasi die Baumkrone hast, aber wir haben so eine Art kleiner Mini-Helix, wo der Zug durchfährt. Dann fahren wir wieder Richtung Parkinneren, um übers nächste Dach hinweg zu rollen in einer weiteren Zero-G-Roll. Das ist dann aber auch die dritte und letzte Inversion, die Monster für uns bereithält. Und nach einer Kurve geht es dann durch einen Tunnel, den man auf ein Dach gesetzt hat. Und hinter diesem Tunnel auf dem Dach kommt dann ein kleiner Airtime-Hügel, auch sehr untypisch, aber sehr cool. Und das umschließt quasi, also die Einfahrt da rein durch diesen Tunnel und dieser Airtime-Hügel, eine kleine Rooftop-Bar, auf der man sitzen kann, wo man einen super Blick auf Monster auch hat und da wirklich mal entspannt sitzen kann. Und es gibt danach eine 270 Grad Linkskurve, die führt dann so Richtung Wilde Musen Jetline und in dem Brake Run und vor allem geht der Brake Run sehr steil runter und wir fahren wieder in die U-Bahn-Station. Wieder der U-Bahn-Fliesenspiegel, die Schilderstation Grönerlund quasi und wir fahren ins Innere, wieder unterirdisch, da wieder Molton, Lappenabgehänge und dann sehen wir vor uns sogar noch den zweiten Zug in der Station stehen und da registriert man, wenn es jetzt tagsüber hell ist, dass Monster auch noch unterm Zug Beleuchtung hat und die auch ziemlich cool aussieht. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn es abends dunkel wird, es im Park auch ziemlich geil aussieht, wenn Monster dann da lang fliegt. Hatten wir keine Chance zu, denn im Sommer ist das da oben nicht wirklich so der Fall, dass es irgendwann mal irgendwie dunkel wird.
Ja, und dann war es das mit Monster und die Fahrt ist durch. Was eine mega gute Achterbahn und was für ein grandioses Layout. Vorneweg, die Kiste fährt richtig gut. Sehr smooth, tolles Fahrverhalten und auch das Spiel mit den Kräften. Also das ist sehr intensiv. Trotzdem gibt es hier und da Airtime und einfach eine sehr, sehr gute, sehr ausgewogene Bahn, die mich komplett abgeholt hat. Und das als jemand, der diese B&M Inverted Coaster grundsätzlich eher nicht mag, weil es nicht so viele so gute von gibt. Wenn man natürlich in seinem Leben zu viele Batman-Klone schon gefahren ist, kann das natürlich ein Problem sein. Aber Monster ist einer der besten B&M Inverted Coaster der Welt, meiner Meinung nach. Und steht da wirklich grandios, macht richtig Spaß, ist super immersiv eingebettet, hat eine nette Story, sieht super gut aus und ist wirklich außergewöhnlich. Und ich finde es schön, dass es doch noch Überraschungen gibt, auch wenn man so einen Standard-Coaster hat, der dann wirklich in so einem Park glänzen kann und sehr gut neu anders interpretiert wird und ja, Wahnsinn. Also Monster in Grönerlund, Respekt. Tolle Bahn, gerne bitte mehr von solchen Anlagen. Wie ist eure Meinung zu Monster in Grönerlund? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, da können wir weiter diskutieren. Und ansonsten war es das jetzt von mir an dieser Stelle mit diesem Video und meinem Review zu Monster in Grönerlund.